Xi'an, alte Mauern, ewige Geschichte und Krieger aus Ton, die für immer Wache stehen. Wir zeigen dir, was du auf keinen Fall in Xi'an verpassen solltest. Unser Start in Xi'an beginnt in Yaoxifan, ein traditionelles Viertel mit klassischer Architektur, Straßenständen und Snacks, die so alt sind wie die Stadt selbst. Ein kleiner Funfact, und zwar viele Rezepte, die ihr hier findet, stammen tatsächlich aus der Tang-Dynastie, und tatsächlich wurde das Viertel auch so aufgebaut, damit man sich genauso fühlt, als wäre man im alten China. Wir stehen hier beim Trommel- und Glockenturm. Um genau zu sein, ist es hinter mir der Glockenturm. Er war tatsächlich Xi'ans höchstes Gebäude damals und diente zur Zeitansage, denn man hat die Glocken zum Morgen immer geläutet, um den Tagesbeginn zu symbolisieren. Heute ist es eines der bekanntesten Gebäude in Xi'an. Das ist tatsächlich auch einer der beliebtesten Fotospots hier in Xi'an. Vor allem am Abend sieht man sehr viele Frauen, Mädels, Jungs, Männer hier Fotos schießen. Wir sind jetzt beim Trommelturm angekommen und er ist direkt gegenüber vom Glockenturm. Er ergänzt ihn nämlich auch. Man hat die Trommeln damals abends geschlagen, um das Tagesende zu symbolisieren oder bei Gefahr zu warnen. Tatsächlich werden heute traditionelle Trommelshows aufgeführt. Man kann ihn auch besuchen, genauso wie den Glockenturm. Der Eintritt kostet jeweils 15 Yuan. Wir haben richtig Hunger bekommen und deswegen sind wir zum Muslim Quarter gegangen. Das ist direkt neben Bell Trump Tower. Wie der Name schon sagt, ist es hier ein muslimisches Viertel, denn hier gibt es die größte Moschee in Xi'an. Nicht nur das, sondern hier gibt es eine extrem lange Streetfood-Straße mit diversen Spezialitäten aus China wie chinesische Burger, Handpulled Nudel oder auch Lammspieße. Und wir versuchen jetzt alles drei zu probieren. Ich hoffe, wir können so viel essen. Wir haben hier zwei Roastbeef-Spieße geholt für 10 Yuan für beide. Also eins hat 5 Yuan gekostet. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das schmecken wird. Sehr heiß. Ein bisschen trockenes Fleisch tatsächlich, aber gut gewürzt auf jeden Fall. Ich würde sagen 7 von 10. Es ist schon sehr trocken. Sehr, sehr trocken. Wie viel würdest du geben auf einer Skala von 1 bis 10? Ich glaube nur eine 6. Also ich denke, wir werden noch bessere Sachen kriegen hier. So, wir haben uns hier Bruststick mit Mochi bestellt. Es wurde auch sehr frisch frittiert. Wir werden mal probieren, es ist noch sehr, sehr heiß. Schmeckt leicht süß, also ich würde sagen, sehr Dessert. Es schmeckt wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich habe mich jetzt in einen Laden reingesetzt, der war relativ voll von draußen. Deswegen habe ich gedacht, dass es hier lecker sein muss. Und zwar habe ich mir diese beliebten Handpulled-Nudeln geholt. Nur sieht das sehr, sehr scharf aus. Ich hoffe, ich kann das essen. Ich mal das ganze Chili runter machen. Die Nudeln, die sehen richtig gut aus. Einfach Handpulled-Nudeln. Ich finde, bei Nudeln schmeckt man immer direkt einen Unterschied, wenn die selbst gemacht sind und frisch. Das schmeckt wirklich sehr bissfest, sehr, sehr lecker. Wir haben uns hier noch chinesische Hamburger bestellt. Außen knusprig, innen sehr weich. Wir konnten noch Chiliöl und Chili auswählen, aber das haben wir weggelassen, weil ich nicht so viel scharf essen kann. Sehr, sehr lecker.
Wir stehen gerade bei der Xi'an City Wall. Die Mauer stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist tatsächlich mit ca. 14 Kilometern auch einer der ältesten und besterhaltensten Mauern aus der Antike auf der ganzen Welt. Und die Mauer ist so breit, dass theoretisch sogar Autos drauf fahren könnten. Heutzutage fahren aber viele mit dem Fahrrad einmal komplett durch die Mauer. Oder wenn man möchte, könnte man auch einfach zu Fuß laufen. Das würde ungefähr 15 Stunden dauern. Aber wer Lust hat, warum nicht, ne? Übrigens, wenn ihr von hier bis hier hinten läuft, dauert es 1 Stunde. Nach rechts dauert 2 Stunden. Und wenn ihr mit dem Fahrrad fährt, dauert alles insgesamt 3 Stunden. Promise, I ain't tryna play games with your girl. Honest, you are not a side character. Wir sind jetzt hier in Datang Everbright City und das ist eine mega lange Straße, wo man einfach nur durchlaufen kann und so viel coole Sachen erleben kann. Also wie ihr sehen könnt, es leuchtet hier von allen Ecken und es gibt auch echt viele Innovationen, die ich noch nie so gesehen habe. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier durchlaufen und ich führe euch ein bisschen rum. Was ich zeigen möchte, ist hier das neben mir. Da, wenn ich hier drauf trete, ändert sich einfach die Farbe. Sieht so cool aus. Shining, shining, 그대에게 보여주긴 싫은데. Shining, shining, 눈치도 없이 내 두 눈이 빛나네. Hinter mir seht ihr eine Wassershow. Und was ist das Besondere daran? Das Wasser geht nach oben, wenn die Leute schreien, also wenn es laut ist. Wenn es zu leise ist, geht das Wasser wieder nach unten. Das ist richtig verrückt. Wer kommt auf sowas? Ich laufe gerade zum nächsten Spot, und zwar zur Pagode. Und ich sehe hier gerade, alle Häuser leuchten einfach rot. Es sieht einfach so, so schön aus, wirklich. Ich glaube, das ist mit meinem Lieblingsplatz bisher. Viel los hier, alle Menschen sind glücklich, überall Live-Musik, so viele Lichter und die Architektur sieht auch einfach mega krass aus. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr in Xi'an seid, schaut euch wirklich Datang Everbright City an. Mega schön hier. Wenn man die Everbright City einmal komplett durchläuft, kommt man bei der Dayang Pagode raus und die ist tatsächlich 1300 Jahre alt und war früher das buddhistische Zentrum von China. Wir haben uns gerade 2 Tickets für Terracotta Warriors gekauft. Das ist wohl das berühmteste in Xi'an. Warum das so berühmt ist, erzähle ich euch später. Auf jeden Fall hat ein Ticket 120 Yuan pro Person gekostet. Und ihr müsst auf jeden Fall viel Zeit mit einplanen, weil es auf jeden Fall eine sehr lange Schlange. Und von Xi'an Innenstadt herzukommen, dauert auch schon ungefähr 40 Minuten mit dem Auto. Also auf jeden Fall viel Zeit am Plan. Am besten einen Tag oder einen halben Tag dafür nutzen. Ein Grund, warum Xi'an so weltberühmt ist, unter anderem die Terrakotta-Armee. Denn die Terrakotta-Armee besteht einfach aus über 7000 Soldaten aus Ton, die damals geschaffen wurden, um den ersten Kaiser von China im Jenseits zu schützen. Übrigens befinde ich mich hier gerade im 2. Schacht. Insgesamt gibt es 3 Schächte. Es wird empfohlen, erst mit dem 2. anzufangen, dann mit dem 3. und dann am Ende erst den 1. zu machen, weil der 1. wohl der größte ist und auch der beeindruckendste. Wir stehen hier gerade in der Grube 3. Das ist von allen 3 Gruben die kleinste Grube. Von hier aus finde ich, man hat eine super Sicht auf die Thronkrieger. Man steht wirklich sehr, sehr nah. Die Plattform ist nämlich nur 2 Meter breit und ungefähr 3 Meter hoch. Wir sind jetzt in Schacht 1 und es ist wirklich sehr, sehr voll hier. Wir haben noch gar nichts gesehen und ich hoffe, dass wir auch noch was sehen werden. Ja, sehr viele Reisegruppen hier. Ja, sehr, sehr voll.
hinten kann man auch sehen, dass manche Tonfiguren auch nochmal restauriert werden. Ich habe es damals immer im Fernsehen gesehen und auch in der Schule. Und einmal hier zu sein, das ist ziemlich beeindruckend. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, aber das Krasse ist auch, dass jede einzelne Figur einfach ein eigenes Gesicht hat. Das heißt, es sind 1000 verschiedene Gesichter. Wie ihr sehen könnt, sind diese Figuren einfach lebensgroß. Also er steht zwar auf einem Podest, aber ich glaube, würden wir auf der gleichen Höhe stehen, wären wir einfach gleich groß. Und das ist schon sehr krass, dass man das damals schon so bauen konnte. Ich habe mir heute ein Handtuch ausgeliehen und zwar hat das 168 Yuan gekostet. Das war mit Make-up und Haare. Und das Kleid natürlich, für einen Tag kann man sich das ausleihen. Ich muss sagen, das Make-up ist okay, es sieht sehr anders aus. Also ich erkenne mich selbst nicht mehr wieder. Die Haare, finde ich, sehen richtig cool aus. Es hat auch sehr lang gedauert. Also wenn ihr sowas machen wollt, müsst ihr echt viel Zeit einplanen. Ich glaube, ich saß da 1,5 bis 2 Stunden dort. Wir haben jetzt noch einen Fotografen dazu gebucht. Das kostet 99 Yuan nochmal extra. Den haben wir zu Tang Paradise gebucht. Er macht uns 20 Bilder und 4 davon bearbeitet er. Wir sind jetzt fertig mit dem Bild oder beziehungsweise mit dem Fotoshooting und mit allem drum und dran. Und wir haben es 23 Uhr. Das heißt, von 5 Uhr bis jetzt, wir haben einfach 6 Stunden für Anziehen, Make-up, Fotos machen und Fotoshooting gebraucht. Ich hätte nicht gedacht, so lange dauert. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es gemacht hättet, wenn ihr gewusst hättet, dass es 6 Stunden dauert. Aber es war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Die 20 Bilder, die sie für mich gemacht hat, habe ich jetzt auch bekommen. 6 Bilder werden jetzt noch bearbeitet. Erst hieß es nur 4, tatsächlich bekommen wir 6. Und die schicken die uns in einer Woche ungefähr dann bei WeChat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es aussehen wird. Insgesamt war die Fotografin super nett. Sie konnte für chinesische Verhältnisse schon sehr gut Englisch, fand ich. Also ich habe sie gut verstanden. Sie hat auch echt auf viel geachtet, wie meine Schulter, in welchem Winkel das ist, wie meine Hände und meine Haare gerade sitzen. Also ich fand es schon cool, aber ich finde, das ist so eine einmalige Sache. Nochmal würde ich es, glaube ich, nicht machen, weil es mir viel zu lange dauert. Aber der Preis war eigentlich voll gut. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, denn als nächstes geht es nach Beijing. Und wenn ihr das nicht verpassen solltet, solltet ihr unbedingt rein abonnieren. Dann sehen wir uns in Peking wieder.